Ist es eine gute Idee, im Rahmen einer Auswanderung die selbst genutzte Immobilie an die eigenen erwachsenen Kinder zu übertragen, zu verschenken oder an ein anderes Familienmitglied? Dieser wichtigen und interessanten Frage wollen wir in diesem Video einmal näher nachgehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, aber dort irgendwie im Steuerdschungel festhängst, wenn du nicht genau weißt, wie man sich rechtssicher aus Deutschland abmeldet, wenn du dich mit Themen wie Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, erweiterter beschränkter Steuerpflicht und so weiter auseinandersetzt und nicht wirklich weiterkommst, weil du schon alle Informationen im Internet gelesen hast, dann lade ich dich herzlich zu einem unserer vielen Auswanderer-Seminare und Reisen ein, die wir regelmäßig veranstalten, wo wir interessante Standorte besuchen oder eben auch intensive Seminare zum Beispiel in Zürich oder London abhalten. Das sind zum Beispiel Seminare und Reisen zum Thema Auswandern in die USA, Auswandern in die Schweiz, Plan B Setup in Serbien, in Georgien, Auswandern in die Philippinen, Reisen nach Sansibar, Auswandern nach Malta, nach Irland. Also du siehst ein breites Angebot. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wenn auch du planst, demnächst auszuwandern und dich vor den steuerlichen Risiken vor allen Dingen in Deutschland absichern und dich gleichzeitig auch steuerlich sehr optimiert im Ausland aufstellen willst, dann ist das eine tolle Gelegenheit, Gleichgesinnte kennenzulernen und sehr viel Wissen in ein paar Tagen aufzusaugen, das du dir ansonsten vielleicht über Monate und Jahre online aneignen müsstest. Und zudem ja auch die meisten Steuerberater in Deutschland ziemlich wenig sagen können. Also, wir würden uns freuen, dich bei einem unserer Reisen oder Seminare begrüßen zu können. Wie gesagt, alle Details auf unserer Webseite. Nun zu unserem eigentlichen Thema. Der Deutsche, er hat ja die Reputation, sehr verwurzelt zu sein. Er hat die Reputation, sich nur sehr schwer von Deutschland wegreißen zu können. Gerade die eigene selbstgenutzte Immobilie, sie ist für viele der absolute Lebenstraum. Hier stecken sie sehr viel Herzblut und Energie und natürlich auch Geld hinein. Dann hat man diese Traumimmobilie, vielleicht sogar etwas, das man selbst gebaut hat, wo die eigene Kreativität mit reingeflossen ist, das vielleicht auch noch herrlich eingerichtet ist, wo sich dann vielleicht eine Ehefrau verewigt hat. Und wenn man nun mit dem Gedanken spielt, Deutschland zu verlassen, dann heißt es auf einmal, dass man das alles aufgeben muss. Und das fällt vielen natürlich verständlicherweise schwer. Verkaufen will man natürlich schon gar nicht, aber auch das Vermieten an fremde Dritte, das ist für einen der absolute Horror. Gerade wenn man die Immobilie sehr schön eingerichtet hat, will man natürlich nicht, dass Fremde dann dort einziehen. Bei dem Gedanken, dass Fremde dann in deinem Bett schlafen und deine Küche benutzen, läuft es vielen eiskalt den Rücken rauf und runter. Man hängt eben doch an dem Eigentum, das kennen wir ja schon aus der Bibel. Und in vielen Fällen ist diese menschliche Schwäche natürlich verständlich, aber das Finanzamt nutzt das natürlich aus, um dich so richtig zu... Du weißt schon, was ich meine. Für viele ist es natürlich auch so, dass ein Verkauf der Immobilie wirtschaftlich gar nicht rentabel wäre. Denn es ist ja vielleicht so, dass man nie das zurückbekommt, was man da wirklich investiert hat, besonders wenn man in die Inneneinrichtung ein ganzes Vermögen gesteckt hat. Daher suchen natürlich immer wieder Mandanten Auswege, wie man hier doch noch auswandern kann, wie man dennoch den Wohnsitz aufgeben kann, ohne sich aber so wirklich 100% von der Immobilie trennen zu müssen oder akzeptieren zu müssen, dass dort irgendwelche Fremden drin wohnen. Zuvor sollten wir noch mal kurz anschauen, warum das Thema überhaupt so heiß ist. Es gibt ja in Deutschland keine sogenannte 183-Tage-Regelung. Primär wird die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland über den Wohnsitz definiert. Während du also zum Beispiel ohne weiteres in Spanien einen Wohnsitz haben könntest und solange du dich dort nicht 183 Tage aufhältst, dort auch nicht unbeschränkt steuerpflichtig wirst, ist es in Deutschland komplett anders. Dort reicht es aus, eine auf Dauer eingerichtete Wohnung zur Verfügung zu haben. Dann hast du da einen Wohnsitz, dann bleibst du unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig, egal wie viele Tage du dich in Deutschland aufhältst. Das alles ist in Paragraphen 1 des Einkommensteuergesetzes geregelt. Das wollen wir uns doch bei dieser Gelegenheit nochmal kurz anschauen. So, hier haben wir es, Paragraph 1 des Einkommensteuergesetzes, die Steuerpflicht. Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Interessant, hier steht an erster Stelle gleich der Wohnsitz. Hier steht aber nichts von 183 Tagen. Hier steht auch nichts von Lebensmittelpunkt oder
einer der vielen anderen Begriffe, die du in diesem Kontext vielleicht gehört hast. Natürlich, der gewöhnliche Aufenthalt, da könnte man jetzt sagen, das sind vielleicht 183 Tage, ist es aber eigentlich auch nicht, denn hier geht es um einen zusammenhängenden Aufenthalt von 6 Monaten, nicht einfach um 183 Tage pro Kalenderjahr. Damit wollen wir uns aber in diesem Video nicht auseinandersetzen. Uns geht es jetzt um die Frage des Wohnsitzes. Also der Wohnsitz löst die unbeschränkte Steuerpflicht aus, egal wie viele Tage du in Deutschland bist. Auch wenn du dich keinen einzigen Tag in Deutschland aufhältst, dann bleibst du mit einem Wohnsitz in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, würdest du das Land verlassen, würdest du dich abmelden, wie man so schön sagt, aber du hast einen Wohnsitz, dann ändert sich steuerlich überhaupt gar nichts. Wenn also deine Motivation ist, dich im Ausland durch eine Auswanderung steueroptimiert aufzustellen, dann ist es absolut kriegsentscheidend, dass du keinen Wohnsitz in Deutschland hast. Hier muss man sehr präzise sein, hier muss man sehr genau sein, hier muss man mit dem Schlimmsten rechnen seitens des Finanzamtes, was diesen Wohnsitz anbelangt. Denn wie gesagt, der Wohnsitz ist für dein Finanzamt eine heilige Kuh. Hier liegt die Latte extrem niedrig, was ein Wohnsitz sein kann. Wir kennen zum Beispiel Fälle, wo jemand eine Jagdhütte in Deutschland hatte, eine Jagdhütte ohne fließend Wasser, ohne Elektrizität, und sie wurde als Wohnsitz angenommen. Ob das Finanzamt damit dann wirklich durchkommt, das ist natürlich eine ganz andere Frage, aber du willst ja auch nicht wirklich auf dem Rechtswege diese Dinge ausfechten. Das kostet Nerven, Geld und natürlich auch sehr viel Zeit. Dann gibt es natürlich jede Menge Beispiele von Prominenten. Denke zum Beispiel an das leidige Thema rund um Boris Becker in den 90er Jahren oder denke zum Beispiel an die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek, die eine Ferienwohnung in München hatte, die dann von der Polizei durchsucht wurde. Und man hat dann gefordert, dass sie ihr Preisgeld, was sie für den Literaturnobelpreis gewonnen hat, in Deutschland versteuert, weil sie eben dort einen Wohnsitz hatte. Auch das ging natürlich aus wie das Hornberger Schießen, denn immerhin gibt es auch Doppelbesteuerungsabkommen. Aber auch das ist ein anderes Thema, mit dem wir uns an anderer Stelle beschäftigen wollen. Also das Thema Wohnsitz wird vom Finanzamt extrem ernst genommen. Das darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was ist nun also von der Idee zu halten, dass du deine Immobilie zum Beispiel an deine Kinder überträgst? Hier gibt es ja verschiedene Spielarten. Man könnte sagen, ich ziehe aus, mein Kind zieht ein, die Immobilie gehört weiter mir, aber mein Kind wohnt drin, dann habe ich ja keinen Wohnsitz in Deutschland mehr. So die Argumentation. Manche gehen natürlich noch weiter und sagen, ich werde sogar nicht nur dort ausziehen, ich werde auch die Immobilie komplett an meine Kinder verschenken, sodass sie gar nicht mehr mir gehört. Das heißt, ich übertrage die Immobilien an meine erwachsenen Kinder, ziehe dann aus Deutschland weg und mein Kind wohnt eben in der Immobilie. Andere Variationen sind, dass die Eltern drin wohnen. Wir hatten sogar schon Fälle, wo dann ein Mandant seiner Ex-Frau erlaubt hat, in dem Haus zu leben, zusammen mit dem gemeinsamen Kind. Also all das sind natürlich Versuche, letztlich die Immobilie irgendwo im Zugriff der Familie zu halten und ich unterstelle auch im eigenen Zugriff zu halten, die Kontrolle über die Immobilie zu bewahren. Vielleicht sogar noch die Möglichkeit zu haben, dort zu übernachten in der gewohnten Umgebung, wenn man dann sich in Deutschland aufhält. Für viele vielleicht auch eine Fallback-Lösung, dass man sagt, naja, wenn es jetzt im Ausland nicht funktioniert, dann kann ich immer nach Deutschland zurückgehen, an meinen Heimatort. Dann kann ich dann in der gewohnten Umgebung wieder leben, in meinem Haus, was ich mir ja so wunderbar eingerichtet habe. Sind das jetzt kluge Überlegungen? Sind das jetzt kluge Gestaltungen? Sind das kluge rechtliche Konstruktionen, über die wir hier gerade eben gesprochen haben? Oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Erfahrungsgemäß würde ich sagen, du solltest auf jeden Fall die Finger davon lassen. Du solltest entweder die Immobilie verkaufen oder du solltest die Immobilie tatsächlich an einen fremden Dritten vermieten. Das ist tatsächlich die einfachste Lösung. Wenn du überhaupt keinen Ärger haben willst, dann ist das auf jeden Fall der Weg, den du gehen solltest. Alles andere ist meiner Meinung nach riskant. Ich kann dir zum Beispiel von einem Fall erzählen, wo ein Ehepaar den erwachsenen Kindern erlaubt hat, in ihrem Wohnhaus weiterhin zu leben. Das Ehepaar selbst ist ins Ausland umgezogen, hat jahrelang im Ausland gelebt, war sehr wenig in Deutschland, vielleicht sagen wir mal 30 Tage im Jahr, 40 Tage im Jahr, also eigentlich nur für einen Sommerurlaub und vielleicht zu Weihnachten. Dennoch hat das Finanzamt festgestellt, dass das Ehepaar weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland hatte. Der Mandant hat dann im steuergünstigen Ausland gelebt, hat hier über mehrere Jahre lang steuerfreie Einkünfte generiert,
in Millionenhöhe, auch über einen Unternehmensverkauf, und musst dann die ganzen Einnahmen aus 5 Jahren in Deutschland nachversteuern. Zwar, wie gesagt, die erwachsenen Kinder haben effektiv die Immobilie genutzt, die erwachsenen Kinder haben studiert, sie haben in dem Haus gelebt. Das Problem, was dem Paar zum Verhängnis geworden ist, dass es keinen wirklichen Mietvertrag gab. Das heißt, die Kinder haben keine Miete bezahlt und es standen auch noch die Sachen des Ehepaares, also das Mobiliar zum Beispiel, in dem Haus drin. Und jetzt kommt der dritte Punkt und das realisieren viele nicht. Es gab hier im Grunde einen nahtlosen Übergang. Das heißt, das Ehepaar ist zum Beispiel am 31.12. aus Deutschland weggezogen, ist aus diesem Haus dann ausgezogen. Die Kinder sind dann sozusagen am 1.1. eingezogen und haben seitdem in dem Haus gelebt. Die Regeln, wenn du das Ganze in der Familie übertragen willst, meiner Meinung nach sind die folgenden Regeln. Erstens erlaube mindestens 1 Jahr Zeit zwischen der Übertragung bzw. dem Einzug der Kinder oder der Verwandten, bevor du auswanderst. Genau, das würde bedeuten, dass du aus deinem Haus ausziehst. Das heißt, dass du noch für 1 Jahr in Deutschland lebst, in einer anderen Immobilie und dass das kein nahtloser Übergang ist. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Einrichtung, dass deine Sachen aus der Immobilie entfernt werden. Das heißt, dass du die Möbel einlagerst oder verkaufst, dass die Bilder von der Wand runterkommen, dass deine persönlichen Gegenstände, deine Einrichtung aus der Immobilie, aus dem Haus entfernt wird. Dass du dann Bilder machst von dem leeren Haus, damit man eben sieht, dass das Haus nicht mehr von dir eingerichtet ist. Der dritte Punkt ist, wenn deine Kinder bzw. deine Verwandten dort leben, dass sie eine ortsübliche Miete bezahlen. Diese Miete musst du dann in Deutschland ganz normal versteuern. Du bist ja dann beschränkt steuerpflichtig. Und der vierte Punkt ist, dass du auf keinen Fall in dem Haus übernachtest, wenn du in Deutschland zu Besuch bist. Wenn du diese 4 Regelungen befolgst, dann ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach ziemlich groß, dass das Finanzamt tatsächlich akzeptiert, dass du deinen Wohnsitz in Deutschland aufgegeben hast. Ansonsten gibt es das sehr akute Risiko, dass das Finanzamt annimmt, dass du weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland hast und daher weiter unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig bleibst. Ich würde dir als 5. Rat geben, dass du durch deinen Steuerberater eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholst, dass du die Maßnahmen, die ich gerade dir präsentiert habe, dem Finanzamt vorlegst und sagst, so wollen wir das machen, mein Kind wird dort einziehen, aber ich werde eine ortsübliche Miete verlangen, meine Sachen sind ausgeräumt und ich werde mindestens 1 Jahr vor der Auswanderung aus dem Haus ausziehen und nicht mehr darin wohnen und mein Kind wird einziehen und dann bereits mindestens 1 Jahr darin wohnen, bevor es zu meiner Auswanderung kommt. Das Finanzamt soll dann bestätigen, dass du nicht mehr in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig giltst. Du siehst also, das Ganze ist ziemlich kompliziert, sicherlich nicht trivial, daher aus meiner Sicht eindeutig die bessere Lösung, einfach die Immobilie vermieten. Du kannst sie ja ruhig besitzen. Der Besitz einer Immobilie ist aus steuerlicher Sicht eigentlich nicht problematisch, außer dass du noch wirtschaftliche Interessen hast und damit möglicherweise unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst oder dass du die Immobilie sogar verkaufst. Alles andere halte ich potenziell für riskant, auch wenn es sich machen lässt, aber es ist sicherlich keine einfache Lösung. Es erfordert Aufwand von dir, es erfordert Planung. Es braucht eine gewisse zeitliche Distanz, damit das Ganze funktioniert. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das Finanzamt denn genau herausbekommen, wie da so meine Arrangements sind, wie ich das Ganze genau geregelt habe, wie oft ich da übernachtet habe, wer genau das mietet und so weiter und so fort. Nun, ganz einfach, das Finanzamt wird dich danach fragen. Hier nutzt das Finanzamt verschiedene Wege, um diese Informationen einzuholen, aber im Wesentlichen dadurch, dass es dich fragt. Du hast vielleicht schon von dem Fragebogen gehört mit den 16 Fragen, den mittlerweile eigentlich die meisten Auswanderer zugeschickt bekommen. Dort ist eine ganz klare Frage, wie viele Tage du dich in Deutschland aufgehalten hast und wo du zu diesem Zeitpunkt übernachtet hast. Weitere Fragen beinhalten, dass du nachweisen musst, dass du den deutschen Wohnsitz aufgegeben hast. Hier müssen ebenfalls Nachweise erbracht werden, wie zum Beispiel ein Verkauf der Immobilie, eine Weitervermietung, Bezahlung eines Umzugsunternehmens, Abmeldung von Strom, Gas und Wasser, etc. Aber auch einfach im Rahmen zum Beispiel der letzten Steuererklärung kann das Finanzamt dich entsprechende Fragen stellen oder eben, wenn es dir ergeht wie dem Ehepaar, was ich vorhin genannt habe, die 5 Jahre im Ausland gewohnt haben, bis das Finanzamt da mal tatsächlich da drauf geschaut hat. Es gibt halt immer wieder Stichproben, gerade für jetzt erfolgreiche, wohlhabende Steuerzahler kann es durchaus sein, dass auch noch Jahre später einmal das Finanzamt
deine Akte öffnet, zum Beispiel, weil es einen Sachbearbeiterwechsel gibt und das dann da nochmal nachgestochert wird. Ich hatte es ja hier schon mal erwähnt, auch in einem anderen Video. Wir hatten mal einen Mandanten, der war schon 18 Jahre aus Deutschland weg und hat in den ganzen 18 Jahren noch ein Haus gehabt in Deutschland, was er als Ferienhaus genutzt hat, einmal im Sommer, einmal im Winter. Und 18 Jahre später, 18 Jahre nach dem Wegzug, er ist tatsächlich mit seiner ganzen Familie nach Asien umgezogen, hat das Finanzamt ihm dann geschrieben, dass sie feststellen, dass er seit 18 Jahren einen Wohnsitz in Deutschland hat. Sicherlich, da gibt es dann auch Verjährungsfristen, die da zu beachten sind. Aber ich erzähle das ja nur, damit du verstehst, dass das definitiv nicht trivial ist, wenn du noch einen Wohnsitz in Deutschland hast. Also, wie gesagt, mein Tipp, am besten das Ding verkaufen, dich davon loszureißen, auch wenn es schwer ist. Aber wie gesagt, es gibt viele schöne Länder auf der Erde, wo du wiederum eine sehr schöne Traumimmobilie errichten kannst. Vielleicht noch eine viel schönere als die du in Deutschland hattest, zu deutlich geringeren Kosten mit einer deutlich geringeren Steuerbelastung. Also reiß dich davon los. Zweite Option, das Ganze einfach vermieten. Und wenn es nicht anders geht und du es wirklich in der Familie lassen willst, dann setz dich mit deinem Steuerberater, mit deinem Steueranwalt zusammen und lass dich gründlich beraten, damit du hier nicht in eine ganz tiefe Steuerfalle tappst. Nochmal, die rechtliche Gestaltung ist eigentlich ziemlich irrelevant, auch wenn du zum Beispiel die Immobilie an eine Stiftung gibst und lässt dann deine Kinder drin wohnen und argumentierst, naja, jetzt gehört es ja nicht mehr mir. Die Frage ist eben, ob deine Sachen da drin stehen, wie viel Zeit zwischen der Übertragung und deinem Wegzug gelegen hat und natürlich, ob du dort auch nach der Auswanderung zu Besuchszwecken weilst. Wenn das Ganze also so aussieht, als hättest du dir irgendwie deinen Wohnsitz erhalten, als käme es hier nicht zu einer tatsächlichen Übergabe des Wohnsitzes, des Wohnrechtes an fremde Dritte, dann bist du im Fadenkreuz des Finanzamtes. Davon solltest du jedenfalls ausgehen. So, in diesem Sinne, wenn auch du vorhast auszuwandern und dich im Ausland steuerlich zu optimieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich begrüße ich dich auch gerne bei einem unserer Seminare. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Ich selbst habe Deutschland und die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Sicherlich die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst das auch nicht tun, ehrlich gesagt. Zumindest nicht, wenn dir Freiheit, niedrige Steuern und ein einfaches Leben wichtig sind. Wer es gerne kompliziert haben will, der kann natürlich in Deutschland bleiben. Und dieses Video ist mal wieder das beste Beispiel dafür. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert, aber natürlich auch rechtssicher aufzustellen. Wir helfen mit Vermögensschutz, zweiten Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstiteln weltweit. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.